Er ist der mächtigste und älteste Stablecoin der Welt. Er hat ein größeres 24-Stunden-Handelsvolumen als Bitcoin. Ja, ich spreche vom Stablecoin USDT, ein Coin von Tether. Beim USDT handelt es sich um eine Kryptowährung, die an eine Fiat-Währung, den US-Dollar, gekoppelt ist. The problem is that they also get the worst of both worlds, a centralized coin with a sort of central bank controlling it, and a questionable ability to maintain the public's trust in it. Oh shit! Ist Tether sowas wie eine dezentrale Zentralbank? Warum weiß ich nichts über eines der mächtigsten Unternehmen in der Kryptowelt? Sag mal, weißt du, was da bei Tether abgeht? Kann man dem Laden trauen? Nein, Steffi, keine Ahnung. Ich habe mich nie gefragt, wer hinter dem Stablecoin steckt und wie er funktioniert. Ich nutze Tether einfach nur. Okay, mein Freund. Lass uns das ändern. Lass uns herausfinden, was hinter Tether und dem größten Stablecoin aller Zeiten steckt. Warte, ich drück noch schnell auf Like und abonniere deinen Kanal. Los geht's! Der USDT nutzt keine eigene Blockchain, sondern lässt sich einfach von anderen Transportprotokollen befördern. Und das mit vollem Erfolg. Über 10 verschiedene Netzwerke unterstützen den Stablecoin mittlerweile. Zum Beispiel Ethereum, Polygon und Avalanche. Dort wird er als ERC20-Token herausgegeben. Oder die Blockchain von Tron. Dort ist er einfach ein TRC20-Token. Auf Algorand ist er ein Algorand-Asset. Und dann steht da noch Solana, Polkadot, Tezos, EOS und was lese ich da? Da steht Bitcoin, Steffi. Ja, du hast recht. USDT läuft auch auf der Bitcoin-Blockchain. Und zwar über Omni, ein Bitcoin Second Layer Protokoll. Tether lief als allererstes auf Bitcoin via Omni. 2014, das war das Geburtsjahr, hieß Tether aber noch Realcoin, Realcoin. Doch Realcoin wollte gar nicht so real sein wie Bitcoin und noch viel schlimmer, ein Coin wie alle anderen Altcoins auch. Geht gar nicht. Und schon hieß Realcoin Tether, was anbinden oder fesseln bedeutet. Wir sind kein Altcoin, wir sind nicht unsere eigene Blockchain. Wir sind ein Dienst, ein Token, der Dollar repräsentiert. Im August gab Tether bekannt, seine Unterstützung für Kusama, Bitcoin Cash und Omni einzustellen. Hat Tether jetzt keinen Bock mehr auf Omni oder was? Im Laufe der Jahre stand Omni aufgrund des Mangels an beliebten Token und der Verfügbarkeit von USDT auf anderen Blockchains vor Herausforderungen. Also will keiner mehr Omni nutzen oder was? Ey Leute, das ist doch Bitcoin! Wir möchten betonen, dass das Team von Tether in der Überzeugung verwurzelt ist, die sicherste, geprüfteste und dezentralste Blockchain zu nutzen, die jemals gebaut wurde. Bitcoin. Ach so, okay. Ist nichts Persönliches, geht nur ums Business und um die Reichweite. Und zugegeben, es gibt wohl kaum eine Börse, die Tether nicht nutzt. Ach ja, wenn du dieses Video nicht nur nutzt, sondern es dir vielleicht sogar gefällt, dann kannst du die Reichweite des Kanals ganz einfach unterstützen mit einem Abo und einem Like. Ich danke dir und weiter geht's. Große Börsen wie Binance oder KuCoin verlassen sich sogar auf Tether. Spannend finde ich, dass die beiden Börsen aktuell für ihre Nutzer über 30% an USDT-Reserven halten. Mehr Tether als Bitcoin-Reserven. Apropos Reserven. Wie wird Tether eigentlich selbst besichert? Der Stablecoin ist 1:1 an den US-Dollar gekoppelt und laut Tether zu 100% durch Reserven gedeckt. Bei diesen Reserven handelt es sich aber nicht mehr nur ausschließlich um Dollar im Sinne von Bargeld, sondern auch andere Rücklagen. Du siehst hier die offengelegten Reserven Stand Ende Juni 2023. Zu 85% ist Tether durch Bargeld, Bargeldäquivalente und sonstige kurzfristige Einlagen abgedeckt. Die anderen 15% werden über Bitcoins, Edelmetalle oder besicherte Darlehen an externe Unternehmen gedeckt. Werfen wir einen Blick auf die 85% Cash und die Äquivalente. Von den 85% werden über 75% durch US Treasury Bills abgedeckt. Das sind vom Finanzministerium besicherte Schuldverschreibungen, die haben meistens eine kurze Laufzeit zwischen 3 und 12 Monaten. Salopp gesagt, die USA leiht sich von Tether momentan über einen 55 Milliarden Dollar Kredit, um den täglichen Staatshaushalt zu finanzieren. Interessant, oder? Dass ein Stablecoin, im weitesten Sinne die Kryptowährung, die USA mitfinanziert, oder? Na, ein Glück, dass der amerikanische Schuldenberg gerade die 33 Billionen Grenze überschritten hat. Ey, du glaubst es nicht, aber die amerikanischen Anleihen gelten noch als vergleichsweise sicher. Noch bis Ende 2022 hatte Tether viele Anteile an anderen Anleihen, sogenannten Commercial Papers.
Das sind wiederum nicht besicherte Anleihen, die Tether von fremden Unternehmen gekauft hatte. Die haben ein hohes Ausfallrisiko. Wenn du den Verlauf hier siehst, dann hatte Tether laut seiner Reports noch im März 2022 über 20 Milliarden Dollar in Commercial Papers, im Juni 2022 noch 8 Milliarden, im Dezember 0. Gleichzeitig stiegen im Schnitt die Anteile an den sicheren Treasury Bills, also eine positive Entwicklung Richtung Sicherheit. Was ich aber weniger gut finde, das ist der Rückgang des echten Bargelds. Wenn ich das richtig sehe, dann sanken die Bargeldreserven innerhalb von nur 6 Monaten von über 5 Milliarden auf 90 Millionen Dollar. Im Moment hat Tether nur 90 Millionen an echtem Bargeld für den Dollar gekoppelten Stablecoin, nur 0,12% Anteil an Cash-Reserven. Das ist nur noch ein knapp Fünftel von dem, was Tether Ende 2022 an Bargeld hatte. Immerhin veröffentlichen sie ihre Reserven über Quartalsreporte durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Meinst du, Tether macht das freiwillig? Diese ganze Transparenzkampagne gibt's erst, nachdem Tether Mist gebaut hat. Wie meinst du das? Das Unternehmen hat anfangs so getan, als sei jeder Tether 100% durch Dollar- und Bargeldäquivalente gedeckt. 2019 musste Tether aber im Rahmen eines New Yorker Gerichtsverfahrens unter der Anwältin Letitia James eingestehen, dass die 100% Reserven nur zu 74% durch Dollarreserven abgedeckt sind. Was hatte Tether zu seiner Verteidigung zu sagen? Diese Form der Teilreserve ist auch bei den meisten Banken üblich. Es gibt keine Bank, die mehr als einen Bruchteil der eingelagerten Sparvermögen in Bargeld abgedeckt hat. Der Markt hat immer noch vollstes Vertrauen in Tether. Was daran zu erkennen ist, dass der momentane Kurswert nur knapp unter einem US-Dollar liegt. Den Markt interessiert das nicht. Hauptsache, Tether funktioniert. Wer hat Tether eigentlich gegründet? Brock Pierce, Reeve Collins und Craig Sellers. Brock Pierce. Der Name sagt mir irgendwas. Pierce war früher Schauspieler. Nein, echt? Doch, der hat in den 90ern bei Blockbustern wie Mighty Ducks oder Jäger der verborgenen Schatzkammer mitgespielt. Tether war eines von vielen Kryptounternehmen, an denen sich Pierce beteiligte. 2014 war er sogar Geschäftsführer der damaligen Bitcoin Foundation. 2018 zählte er mit einem geschätzten Vermögen von rund 1 Milliarde US-Dollar zu den 20 reichsten Menschen mit Kryptowährungen. Und was ist mit Collins? Collins ist ebenfalls ein Pionier im Bereich Blockchain und digitalen Marketing. Nach Tether gründete er 2 weitere neue Unternehmen, BlockV und Smart Media Technologies. Bis heute setzt sich Collins aktiv für die Web3-Branche ein. Ach ja, und Sellers ist studierter Informatiker und Technologieexperte. 2 Jahre war er CTO bei Tether. Seit 9 Jahren ist er Mitglied in der Omni Foundation. Vor und nach Tether hatte er verschiedene Führungspositionen inne, wie Atomic Systems, BlockV, Polymath oder Bitfinex, nur um ein paar zu nennen. Stopp, zeig nochmal das LinkedIn-Profil von Sellers. Der war zur gleichen Zeit CTO bei Tether und bei Bitfinex 2015 und 2016. Ist doch komisch, oder? Ja, ist es. Bitfinex und Tether pflegen sehr enge Beziehungen. Schau dir hier mal das aktuelle Management von Tether und Bitfinex an. Links Tether, rechts Bitfinex. Was siehst du? Van der Velde, Davasini, Lagorio, Arduino, Hügner, das sind alles die gleichen im Management, nur die obersten Richtlinienbeauftragten, Warwick und Real sind ausgewechselt. Was steckt dahinter? Okay, du erinnerst dich an das New Yorker Gerichtsverfahren 2019, als die Staatsanwaltschaft ermittelte? Letitia James ermittelte nicht nur gegen Tether, sondern auch gegen Bitfinex, ein Schwesterunternehmen von Tether. Dass die beiden Unternehmen gemeinsam unter dem Dach als iFinex Inc. agierten, das war bis zum Verfahren nicht ganz klar. 2015 begann die Börse Bitfinex Ein- und Auszahlungen von Tether zu unterstützen. Im Bullrun 2017-2018 wurde den beiden Unternehmen vorgeworfen, sie hätten mittels USDT den Bitcoin-Preis manipuliert. Tether hätte USDT gedruckt und in Umlauf gebracht, Bitfinex hätte als Insider Bitcoin gehandelt und Gewinne mitgenommen. Der CEO von Bitfinex und von Tether, Van der Velde, stritt die Vorwürfe ab. 2018 mehrten sich die Vorwürfe. Niemand wusste ganz genau, wie die USDT besichert waren und bei welchen seriösen Bankenpartnern Tether seine Reserven hinterlegte. Danach, erinnere dich, kam raus, dass USDT nur zu 74% besichert war. Die restlichen Anteile deckte Tether, indem das Unternehmen Kredite verlieh. Und zwar an Bitfinex. Bitfinex soll damals 850 Millionen Dollar Kundenkapital an Crypto Capital verschickt haben, eine Offshore-Bank in Panama. Crypto Capital hatte aber selbst Stress mit den Behörden und zahlte das Geld nicht an Bitfinex zurück.
Also klopfte Bitfinex bei Tether an die Tür und bat Tether um Hilfe. Tether gewährte seiner Schwester Zugriff auf die eigenen Tether-Reserven, um den Fehlbetrag auszugleichen und um die Kunden auszuzahlen. Es wird spekuliert, dass wohl auch diese Transaktionen damals heimlich über Crypto Capital abgewickelt wurden, wobei es dazu nichts Offizielles gibt. Letizia James war es dann irgendwie doch zu blöd und sie beschuldigte die Unternehmen, Kapital veruntreut zu haben. iFinex habe eine Vertuschung durchgeführt, um den offensichtlichen Verlust von 850 Millionen US-Dollar an gemischten Kunden- und Unternehmensgeldern zu verbergen. Der Staat New York hat Unternehmen mit virtuellen Währungen dazu verpflichtet, gesetzeskonform zu agieren. Wie ging das Ganze aus? Zuerst zahlte Bitfinex Tether den Kredit zurück. Dann zahlten Bitfinex und Tether dem New Yorker Staat eine Strafe von 18,5 Millionen US-Dollar zurück. Dann stellte Letizia James das Verfahren im Frühjahr 2021 ein. Seitdem muss Tether die Bestände offenlegen. Wie gesagt, freiwillig machen die das nicht. Ach ja, und dann wollte noch die amerikanische Behörde CFTC, die die Future- und Optionsmärkte reguliert, auch noch Geld. Sie verhängte Tether im Oktober 2021 eine weitere Geldstrafe von 41 Millionen US-Dollar. Unabhängig davon lief eine zivilrechtliche Sammelklage. Die konnte Tether allerdings erfolgreich abweisen. Jetzt und in Zukunft werden Bitfinex und Tether niemals Opfer schamloser Geldraubzüge in Rechtsstreitigkeiten werden. Den Klägern und ihren Anwälten bleibt allen der gleiche Betrag übrig. 0 US-Dollar. Wie entsteht eigentlich so ein USDT? Tether muss ja irgendwie die Münzen drucken, so wie die EZB den Euro druckt. Ja, nur Tether Limited kann Tether prägen und zerstören. Wenn die Menschen den Stablecoin nachfragen, muss Tether neue USDT prägen, damit wieder genug Münzen in Umlauf sind, um auf $1 zu kommen. Ja, und wenn zu viel USDT frei herumlaufen? Dann werden die Münzen einfach wieder verbrannt. Und wenn jemand seine Stablecoins in Dollar auszahlen will? Dann werden die USDT, wie gesagt, verbrannt und gegen die Reserven zurückgetauscht. Ja, aber wenn ich jetzt auf einer Börse USDT kaufe, prägt die Tether dann auf Knopfdruck neu? Nein, nicht so ganz. Tether wird nur beim Einzahlen von Fiat geprägt. Stell dir vor, ein Großkunde geht zur Tether Bank und zahlt bei der Tether Zentrale $1 Million aufs Konto von Tether ein, auf die Tether Treasury. Tether schreibt den eingezahlten Betrag gut und schiebt 1:1 die Millionen USDT in Umlauf. Du kaufst dann die USDT auf dem Sekundärmarkt, zum Beispiel von der Börse oder von einem anderen direkten Tether-Kunden. Sobald ein USDT in Umlauf gelangt, kann er zwischen Unternehmen und Privatpersonen frei gehandelt werden. Wenn ein Tether-Kunde seine heißgeliebten Dollar wieder will, muss er die USDT bei der Tether-Zentrale einlösen, woraufhin Tether dann die Coins zerstört. Kann ich auch direkt zu Tether gehen? Ja klar, für $150 und KYC bekommst du ein Konto bei Tether. Tether nimmt nur die Leute in den Inner Circle auf, die es ernst meinen, also dafür bezahlen. Aus dem Grund liegt der aktuelle Mindestbetrag für eine Fiat-Ein- und Auszahlung bei $100.000. Tether verdient durch die Gebühren, die bei rund 0,1% liegen. Übrigens, Tether bietet neben dem USDT auch Stablecoins an, die den Euro, den mexikanischen Peso, den Offshore-Yuan oder Gold abbilden. Der XAUT ist zum Beispiel ein ERC20-basierter Tether, der durch physisches Gold gedeckt sein soll. Allerdings gilt auch hier ein hoher Mindesteinkaufsbetrag von 50 Feinunzen. Bei einem aktuellen Preis einer Feinunze von knapp 1.800 Euro sind das umgerechnet über 90.000 Euro an Mindestinvestitionen. Okay, zurück zu USDT und wie er funktioniert. Im Umlauf sind zum Stand des Videos über 83 Milliarden USDT. Bei einem Dollar entspricht das in etwa der Marktkapitalisierung auf CoinMarketCap und zugleich den totalen Verbindlichkeiten auf der Transparency-Seite. In der Zeile rechts daneben siehst du, dass zusätzlich über 3 Milliarden USDT bei Tether und den Aktionären als Liquiditätspolster liegt. Macht in Summe über 86 Milliarden, wahrscheinlich auch schon bald 87 Milliarden, an totalen Vermögenswerten. Und jetzt wird es kompliziert, pass auf. Tether unterscheidet seine USDT zwischen Total Authorized und Authorized but not issued. Interessant. Was bedeutet das? Ich habe dir doch erzählt, dass Tether die Münzen neu für die Tether Treasury prägt, wenn mehr nachgefragt wird. Ja, ich erinnere mich. Solche neu geminteten Münzen sind im Gegensatz zu den total autorisierten USDT nicht Teil der Umlaufmenge, nicht mit drin in der Marktkapitalisierung.
Dann füllt die Tether Treasury einfach mal so die eigene Schatzkammer auf? Wieso das? Ich versuch's mal zu erklären. Nehmen wir an, auf dem Tron-Netzwerk steigt die Marktnachfrage auf einmal rasant an. Viele Leute wollen USDT gegen Fiat-Geld eintauschen. Jetzt wäre es doch sinnvoll, dass Tether nicht erst das Prägen anfängt, wenn all die Leute schon Schlange stehen, sondern stattdessen auf volle Speicher aus der Schatzkammer zurückgreift, oder? Tether hilft sich da mit einer Pufferzone aus. Das sind die autorisierten, aber nicht ausgestellten USDT. Diese Münzen werden erst dann ausgegeben, wenn sie vollständig durch Reserven gedeckt sind. Ja, aber warum drucken die so viel auf einmal für die Schatzkammer? Allein auf dem Tron-Netzwerk liegen über 900 Millionen USDT herum, finde ich massiv übertrieben. Das hat was mit Sicherheitsmechanismen zu tun. Bleiben wir beim Beispiel Tron. Wenn Tether auf der Tron-Blockchain neue USDT druckt, dann funktioniert das über eine Erstellungstransaktion. Diese Transaktion muss auf der Tron-Blockchain autorisiert und signiert werden. Das machen bei Tether mehrere Personen, jeder mit seinem eigenen privaten Autorisierungsschlüssel. Bei diesem verwendeten Sicherheitsmechanismus handelt es sich um ein Multisignaturmodell. Damit möchte Tether verhindern, dass nicht eine Person die ganze Macht hat und ein total Knockout des Systems, ein Single Point of Failure erzeugt. Jedes Mal aber, wenn diese Personen auf ihre Schlüssel zugreifen, öffnet sich ein mögliches Schlupfloch für Fehlerquellen, für Hacker. Es macht also mehr Sinn, weniger oft, dafür aber mit hohen Summen, als sehr oft mit kleinen Summen die Vorräte zu füllen. Ein notwendiger Kompromiss. Puh, dann wollen wir mal hoffen, dass niemand durch die Schlupflöcher kommt. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn die Schatzkammer ein Leck hätte und alle diese USDT ausgeschwemmt würden. Dann würde der Markt mit Tether überflutet werden, die gar nicht gedeckt sind. Würde dann nicht der Stablecoin seine Bindung zum Dollar verlieren? Würde das System kollabieren? Da müsste schon sehr viel passieren, dass Tether auf Null fällt. Aber möglich wär's. Bisher scheint der USDT stabil, trotz all der Vorwürfe und mit fast 10 Jahren auf dem Buckel. Und du darfst nicht vergessen, dass die USDT auf mehreren Transportprotokollen laufen. Die Sicherheit der zugrunde liegenden Netzwerke wie Ethereum und Co. spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Selbst als die Webseite Tether.io 2022 von Hackern angegriffen wurde, hatte das unter Aktivierung der DDoS-Sicherheitsmaßnahmen wohl keine nennenswerten Auswirkungen auf die Nutzung des Stablecoins. Und dann schützt Tether noch zusätzlich die Accounts seiner Nutzer über andere Vorkehrungen. Aber eine 100%ige Garantie gibt es natürlich nirgendwo. Und was hältst du jetzt von Tether nach all dem, was du gehört hast? Ich muss einerseits zugeben, dass das Unternehmen im Laufe seiner Zeit versucht, seriöser zu arbeiten. Gezwungenermaßen muss Tether transparenter werden. Auch das Stablecoin tut das, was er soll. Aber was außerhalb des Rampenlichts steht, das macht mir andererseits ein bisschen Sorgen. Wie meinst du das? Tether wird zunehmend zum Großinvestor im herkömmlichen Finanzsektor. Schau mal dieses Jahr 2023 an. Im Mai ging Tether mit der On-Off-Ramp-Plattform Krypton Market eine Partnerschaft ein, um in Argentinien die Zahlung per Stablecoin zu verbreiten. Im Juni investierte Tether $1 Milliarde in neue Bitcoin-Mining-Anlagen von El Salvador. Kurz darauf spoilerte der CTO, dass Tether über eine Art neues Tochterunternehmen namens Tether Energy in Lateinamerika Bitcoin-Mining-Standorte aufbaue. Noch im Juni unterzeichnete Tether einen Deal mit der Regierung von Georgien, um das Land beim Aufbau einer Peer-to-Peer-Infrastruktur zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit wird erheblich zum Wachstum der lokalen Blockchain-Technologien im Land beitragen, sowie zum Zustrom von Unternehmen in diesen Sektor nach Georgien. Zuletzt zeigte Tether Interesse am europäischen Markt und investierte über der Moon, ebenfalls ein Unternehmen der Tether-Gruppe, in das deutsche Unternehmen Northern Data Group. Mit dieser Investition profitiert Tether von deren AI-Technologie und Mining-Hardware. Tether ist ja wie Vanguard oder BlackRock. Die Großkonzerne steigen alle ins Bitcoin-Geschäft ein. Ja, könnte man so sagen, dass Tether vom Bitcoin-Mining profitieren möchte und sich anderen traditionellen Großinvestoren annähert. One of the world's largest investors in the U.S. commercial paper market, rubbing shoulders with the likes of fund managers Vanguard and BlackRock. Gut gesagt, Coffeezilla. Doch anders als BlackRock und Co. hat Tether als Kryptounternehmen keine klaren Spielregeln. Das Reservegutachten erstellt immerhin mit BDO einer der größten Wirtschaftsprüfer. Und trotzdem, reicht ein Gutachten aus, um die stillen und leisen Geschäfte von Tether aufzudecken? Also, wenn Tether stürzen würde, dann wäre das
Ja, wie wäre das, Coffeezilla? If it's fraud, big if, it's going to be really, 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 really bad. Really bad. Also, weil du mich gefragt hast, was ich von Tether halte. Ich halte USDT für eine sehr zentrale Kryptowährung. Nicht, weil ein Unternehmen dahinter steht. Viele zentrale Unternehmen stehen mittlerweile hinter dezentralen Coins und das ist okay. Ich meine mit zentral in dem Kontext, dass Tether viel Macht und damit das Marktrisiko zentralisiert. Nur Tether kann und darf USDT drucken, darauf baut das Tether-System auf. Und Tether funktioniert solange wir dem Dollar vertrauen. Solange die Kunden Tether vertrauen. Solange der wilde Kryptomarkt Stablecoins braucht. Solange der Markt Tether nutzt und aufhört, Fragen zu stellen. Hey du, ja, du vom Bildschirm. Was hältst du von Tether? Hast du Sorgen, dass Tether stürzt? Ich fand das Video klasse. Und wenn es dir genauso geht, dann lass noch schnell ein Like und ein Abo da. Steffi wird sich freuen. Capital. Neu für die Tether Treasury. Jetzt fliegt ein Haar durch die Gegend. Jetzt sehe ich das nicht.